Wir bauen eine Märklin-Modellbahn von Null auf und vor mir fährt eine kleine Startpackung, diese hier, die Märklin Baustellenpackung hier aus der Startup-Serie, und die habe ich mal ein bisschen aufgebaut und jetzt können wir mal schauen, wie wir mit der weitermachen, wenn wir da noch ein bisschen Zubehör anschließen, wie zum Beispiel Weichen elektrisch schalten. Das geht nämlich auch mit den Startup-Bahnen. So, wir lassen den Zug mal ein bisschen langsamer fahren. So, das ist der Märklin Control Stick und den kann man hier in mehreren Geschwindigkeitsstufen nach vorne, nach hinten regeln. Und man kann natürlich auch mehrere Lokomotiven hier mit einer Start-up-Packung steuern. Hier unten kann man nämlich einfach umschalten, welche Lokomotive gesteuert werden soll. In dem Fall wäre es jetzt die zweite Lokomotive hier, die ich eingerichtet habe. Ich kann aber auch noch 3 weitere Lokomotiven hier oben einfach anklicken und rüberschieben und dann kann ich eine weitere Lok auf demselben Gleis steuern. Was wir uns aber in dieser Episode jetzt ein bisschen genauer ansehen werden, das sind diese Freunde hier, nämlich die Weichen, und ich habe auch noch mal kleine Signale mitgebracht. Und besonders einfach wird es immer dann, wenn man das Wort Startup liest hier an der Seite. Also Märklin Startup, das ist die Einsteigerserie von Märklin und damit funktionieren die Sachen bereits für Kinder ab 6 Jahren. Und genau das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, was man hier machen kann. Genau vor mir liegt ein sehr wichtiges Gleis. Das ist nämlich das Anschlussgleis mit der Infrarotsteuerung. Das schauen wir uns mal von oben an. Dann kann man das auch noch mal sehen. Das haben wir hier unten an der Seite. Und dieses Gleis, das ist verbunden mit dem Strom. Ich schiebe es mal ein bisschen nach vorne, damit man es besser sehen kann, hier an der Seite. Das ist das Infrarotgleis, das quasi hier kabellos die Signale entgegennimmt von der Bahn. Also man hat gesehen, es blinkt ganz kurz und damit kriege ich hier die Signale bzw. die Kommandos von meinem Powerstick eben auf die Modellbahn. So, ich kann aber hier noch was anderes machen und dazu drücke ich jetzt mal kurz auf Stopp und mache mal dieses Gleis hier runter, beziehungsweise hatte ich irgendwo ein zweites davon. Ne, habe ich verräumt. Mach das mal kurz hier weg, dann kann ich das mal zeigen von der Rückseite. So. Und zwar haben wir hier hinten noch eine zweite Anschlussbuchse an der Seite. Und in dieser zweiten Anschlussbuchse sieht man sehr schön, da können wir auch noch ein weiteres Kabel anstecken. Das hier. Und dieses Kabel ist bei einem sogenannten Stellpult mit dabei. Dazu gibt es 2 verschiedene Stellpulte. Ich habe hier mal eins mitgebracht. Das ist das für Signale. Und ich habe hier noch ein Stellpult mitgebracht für Weichen. So sehen die mittlerweile aus. Für die älteren Kolleginnen und Kollegen in der Kindheit sahen die vielleicht noch ein bisschen kleiner aus, noch ein bisschen elektrischer oder ein bisschen metallischer. So sehen die heute aus, sind sehr leicht, wiegen fast nichts. Und da kann man eben hinten jetzt wieder weitere Kabel anstecken. Ist also alles schon vorkonfiguriert. Hier ist auch eine Platine drin, wo man dann zum Beispiel noch Signale anstecken kann. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich stecke jetzt mal dieses Stellpult hier für die Weichen. Stecke ich einfach jetzt mal hier hinten dieses Kabel an. Das gibt es auch in länger. Ich habe jetzt nur dummerweise das ganz kurz mitgenommen, aber ist egal. Und dann schließe ich das hier hinten an den Anschluss hier von dem Anschlussgleis an. Und jetzt kann ich das hier wieder zusammenstecken. Und auf die Art und Weise ist das Stellpult jetzt bereits verbunden. So, jetzt habe ich die Weiche auch schon wieder angeschlossen. Das macht aber nichts. Mache ich gleich wieder weg, denn jetzt kommt das hier zum Einsatz. Das ist ein elektrischer Weichenantrieb. Und den packen wir jetzt einfach mal aus und schauen da mal rein, was da so alles drin ist. Denn da sind die weiteren Sachen drin, die wir jetzt brauchen. Und da befindet sich das Kabel an der Seite. Hier, dieses Kabel. Und das hat schon die richtigen Stecker, sind alle schon vormontiert. Man muss also nichts mehr machen. Und die kommen jetzt einfach hier in dieses Stellpult hinten an der Seite rein. Da gibt es auch nur eine Seite, wie dieses Kabel hier reinpasst. Das stecke ich hier jetzt an der Seite ein und dann ist unser elektrischer Weichenantrieb auch schon mit dem Stellpult verbunden. So, jetzt hatte ich gerade noch den Strom auf der Anlage ausgeschaltet. Jetzt gehe ich einfach wieder hier auf meinen Control-Stick, drücke wieder die Stopp-Taste und dann sehe ich auch, leuchtet mein Stellpult schon an der Seite. Ich halte es mal in die Kamera rein, dann sieht man es besser. Also hier sehen wir jetzt, leuchtet es grün und jetzt kann ich hier oben umschalten auf Rot. Jetzt leuchtet es hier rot. Bei einer Weiche ist das einfach grün für gerade und rot für eine Rundung. Und jetzt kann ich das immer hier wieder hin und her schalten und damit meine Weiche dann auch steuern. So, und jetzt muss ich nur noch mit dem Zubehör, was hier dabei ist, mit dem kleinen Schraubenzieher und den kleinen Schrauben, das Ganze hier in meine Weiche einschrauben. Dazu drücke ich noch mal kurz auf Stopp und nehme die Weiche hier heraus. So, einmal hier, einmal da und jetzt kann ich mir das schon mal reinlegen, wie das hier aussehen würde.
So, dazu mache ich jetzt den Stecker noch mal kurz hier runter, damit man das besser sehen kann. Also, jetzt muss man es ein bisschen genauer anschauen. Hier vorne ist dieser manuelle Weichenschalter. Und wenn man das mal auf der Rückseite anguckt, dann sieht man, gibt es hier so ein kleines, rundes Ding hier an der Seite. Sieht man das? Ich glaube, man kann es einigermaßen erkennen. Ich nehme jetzt mal einen Schraubenzieher in die Hand und zeige euch das mit dem Schraubenzieher. Dann kann ich da ein bisschen hindeuten, wie das aussehen würde. Sekunde. Kleiner Schraubenzieher. So, da ist er. Und dann kann man das nochmal in klein hier sehen. Ich deute da einfach mal hin. Hier sieht man diesen kleinen schwarzen Zapfen hier an der Seite. Der verschwindet immer wieder. Und genau der hier, der muss da jetzt ran. Der muss jetzt hier eingefädelt werden. Und jetzt haben wir noch was. Jetzt haben wir nämlich hier, sieht man noch diese beiden Löcher hier an der Seite. Einmal hier und einmal da. Und da werden jetzt gleich diese Sachen hier festgeschraubt. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Ne, es war das falsche Loch. Doch, stimmt schon, genau. Das ist das eine und das hier ist das zweite. Da ist es. Jetzt sieht man auch, rastet es ein. Na, und jetzt sehen wir hier, passt der Weichenantrieb hier hinein. Und jetzt kann man das richtig schön so schalten, dass diese Zunge hier vorne mitwippt. So, und jetzt brauchen wir noch zwei kleine Schrauben. Die sind hier in der Tüte mit dabei. Da ist auch noch mehr mit dabei, nämlich so eine Betonabdeckung, die da ein bisschen realistischer aussehen soll für moderne Weichen. Dann kann man eben hier so eine Betonabdeckung drauf machen oder hier, das soll so einen modernen Weichenmotor simulieren. Die kann man dann statt dieser manuellen Wippe drauf machen. So, und da sind die beiden Schräubchen, die eine und die andere. Und dann nehmen wir jetzt einfach einen kleinen Schraubenzieher und machen das hier rein. Wie gesagt, alles für Kinder ab 6 Jahren. Das ist also jetzt nicht so aufwendig und ich glaube, das ist auch eine gute Gelegenheit, wie ein 6-jähriges Kind mal lernen kann, mit dem Schraubenzieher und mit einem, vor allem mit dem richtigen Schraubenzieher und einer Schraube umzugehen. Denn es ist nie früh genug, mit den motorischen Fähigkeiten zu beginnen und mehr wird es dann auch nicht. Also komplizierter wird es hier mit den Weichen nicht. So, jetzt schrauben wir das fest und dann haben wir noch eine zweite Schraube und dann haben die Kinder auch schon gelernt, wie man eine Modelleisenbahn elektrisch schalten kann. So, ganz simpel, schneller Weg zum Erfolg. Zweiter Schraubenzieher bzw. zweite Schraube kommt hinein. Jetzt ist er auch fest, hat er gesagt, und nicht ganz festgeschraubt. So, nicht, dass ich von euch geschimpft bekomme in den YouTube-Kommentaren. Gut, und jetzt ist das Ganze auch so drin, dass wenn man die Bahn zum Beispiel auf dem Teppich fährt, dann fällt da auch nichts raus. Jetzt ist dieser Antrieb hier unten fest und jetzt können wir dieses Kabel nehmen und können es hier so ein bisschen an der Schiene durchführen. Wer das Ganze dann auf einer Platte bauen möchte, das zeige ich auch noch in einer der nächsten Episoden hier, kann dann auch noch ein Loch durch den Holzboden bohren und dann das Kabel unten durchführen. Aber ich glaube, für die Teppichbahn geht es auch so. Und diesem C-Gleis, dem ist das egal. Also da fährt die Bahn locker drüber. So, jetzt stecken wir es hier wieder an. Das hat gepasst. Und ich schalte den Strom auf der Anlage wieder ein. Dann kann ich hier das Wägelchen bereits wieder draufsetzen. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, wovon ich schwer ausgehe, dann geht es hier auch schon wieder los. Und jetzt kann ich hier meine Weiche schalten. Super, hat funktioniert. Wir schauen uns noch mal ein bisschen in der Nahaufnahme an. Ich drehe noch mal kurz das hier rüber, damit man es noch mal sehen kann. Hier an der, ne, seht ihr nicht, in der, so, da sieht man es besser, genau. So, jetzt. Und jetzt kann ich meine Weiche hier schalten und fahre auch schon mal mit meiner kleinen Lokomotive hier über die Weiche drüber. So, und stopp. Jetzt wird es Zeit, die Weiche auf rund zu schalten und dann kann unsere Lokomotive hier diesen Wagen mit dem Sand abholen. Da ist er. Den holt sie jetzt ab. Schwupp. Und Richtungswechsel. Und dann geht es vorne wieder raus mit dem Wagen. Ja, ganz schnelle Geschichte. Fahren wir raus. Bisschen schneller. Und jetzt können wir die Weiche auch wieder zurückschalten. Nochmal einen Richtungswechsel. Und fahren mit der Bahn wieder drüber. Und dann geht es hier geradeaus weiter auf unserem kleinen Rund. So, das gleiche kann man jetzt übrigens auch machen mit Signalen. Also gleiches Prinzip.
Noch einen Ticken einfacher, man kann aber noch ein bisschen mehr machen. Und zwar tauschen wir jetzt mal das Stellpult aus. Jetzt lassen wir die Weiche mal kurz Weiche sein. Jetzt sieht das Stellpult so aus wie hier. Das heißt, hier habe ich es an meiner Seite. Sieht noch mal einen Ticken anders aus. Da kann man jetzt einfach umschalten mit dem Taster. Also ist es eingeschaltet oder ist es ausgeschaltet. Hier rasten die Tasten ein. Kann man also auch hier sehen. Und jetzt mache ich einfach mal, weil es ganz so schnell einfach ist, stecke ich das hier mal ab. Ich drücke noch mal kurz auf Stopp hier. Strom weg von der Bahn. Und jetzt kann ich das hier an der Seite, ich mache das mal ganz weg. So, dann haben wir ein bisschen Platz auf der Anlage. So, jetzt kann ich dieses Kabel hier wieder einstecken an der Seite. Und jetzt hätte mein, ich mache das mal rüber, haben wir mehr Platz hier an der Seite. So, und jetzt hätte ich mein Stellpult angeschlossen mit der Steuerung für Signale. Und ich habe mal ein Startup-Signal hier mitgebracht. Das ist jetzt ein Lichtgleissperrsignal, was ihr hier sehen könnt. Das hat man in der Regel dann da, wenn die Lokomotive hier nicht einfahren darf. Also das ist bei so Weichen ganz, ganz typisch. So ein Gleissperrsignal sieht man ganz oft auf der großen echten Bahn. Und das habe ich schon mal vorbereitet hier hinter mir, wie das funktioniert. Und zwar habe ich das mal hier mitgebracht, an diesem kleinen Prellbock, an diesem kleinen Mini-Demo-Gleis sozusagen. Na, wenn man das jetzt auspackt, dann sieht das so aus wie hier. Ich mache das hier mal runter, weil das ist wirklich ganz, ganz simpel. Das kann man nämlich jetzt einfach unter die Schiene klicken. No, also das ist wirklich sehr, sehr einfach. Das können wirklich auch alle Kinder. Und jetzt kann man dieses Gleis nehmen und klickt das hier einfach unten drunter. So an der Seite. Und dann ist es hier so an der Seite dran. So, und jetzt können wir dieses Gleis hier einfach anstecken. Jetzt müssen wir schauen, dass wir es richtig rum einstecken, weil ich glaube, da gibt es zwei Varianten. Das machen wir jetzt mal so. Stecken das hier einfach ein an der Seite. Da können wir jetzt 1, 2, 3, 4 Signale anschließen. Und jetzt schalte ich den Strom wieder ein für meine Anlage. Und jetzt leuchtet mein Signal grün oder eben rot hier an der Seite. Na, ich ziehe das mal noch ein bisschen mehr zu euch, damit ihr das sehen könnt. Weil die sind wirklich sehr filigran, die Sachen. So. Und ich hoffe, jetzt kann man es einigermaßen erkennen. Na? Ja, einigermaßen sieht man, dass es hier, na, ja, es geht einigermaßen. So, also grün oder rot und das Ganze einfach mit dem kleinen Stellpult. Also ganz, ganz simpler Bau der Anlage. Es gibt natürlich noch ganz viele weitere Signale. Also für die Profis, da haben wir dann noch, da haben wir dann zum Beispiel noch so schöne Flügelsignale. Ein Hauptsignal mit einem Gittermast zum Beispiel. Oder hier habe ich noch mal ein Hauptsignal mit einem Lichtvorsignal mitgebracht. Also das sind dann natürlich richtig große Dinge, die man auch noch aufbauen kann. Das ist dann eher so für die, die schon ein bisschen älter sind, die da mit der großen Bahn schon spielen. Ja? Und da geht das auch. Werden aber im Prinzip ähnlich angeschlossen, werden auch mit dem Strom, mit dem Gleis verbunden und können dann auch mit einem digitalen Steuergerät geschalten werden. Die schaltet man dann nicht mehr mit dem Stellpult, sondern die schaltet man dann eben zum Beispiel mit einer Mobile Station oder man kann die auch automatisch schalten, dass wenn der Zug über ein Gleis fährt, automatisch das Gleis das Signal hinter einem auf Rot schaltet. Ja? Ist was für ein anderes Erklärvideo hier auf YouTube, aber so simpel ist es an sich mit dem Spielspaß und der große Vorteil dabei ist natürlich, das hat man auch schnell mal auf dem Teppich aufgebaut und am Abend wieder weggeräumt, wenn die Bahn weichen muss, weil jetzt das andere Leben wieder weitergeht. Ja? Also ganz, ganz simpel hier mit der Startup-Serie, hier also nochmal der Weichenantrieb und hier nochmal so ein Startup-Signal. Diese Startup-Signale gibt es auch als Bahnhofseinfahrtssignale oder Hauptsignale und diese Stellpulte, wie gesagt, ganz, ganz simpel. 2 Stellpulte, einmal für Signale, einmal für Weichen. Und man kann auch mit diesem kleinen Verbindungskabel, kann man auch dann mehrere Stellpulte aneinander schließen. Jetzt habe ich gerade nur ein Kabel hier da, aber mit dem Kabel kann man auch dann Stellpult zu Stellpult zu Stellpult anschließen. Also wer eben mehr als 4 Weichen hat oder mehr als 4 Signale, der kann dann eben auch diese Stellpulte hier so hintereinander schließen und damit auch sich so ein richtig schönes kleines Kommandopult hier bauen und dann dementsprechend hier rumklaviaturen und dann seine Bahn steuern. So, ich würde sagen, wir drehen noch mal eine kleine Runde und ihr freut euch auf die nächsten Videos, wenn wir dann noch ein bisschen mehr aufbauen, denn wir haben noch ganz viel vor. Wir haben diesen Zug hier, wir haben eine Baustelle. Ich habe noch ein paar Baustellenhäuschen mitgebracht, die wollen wir noch aufbauen. Hier so ein unfertiges Haus im Bau oder hier brauchen wir ganz dringend noch so kleine Baustellenhäuschen oder so Waggons. Dann, eigentlich brauchen wir auch noch richtig schön ein bisschen Unterbau und vielleicht brauchen wir noch ein Kieswerk und hier ist noch so ein Lokschuppen, den habe ich schon mal aufgebaut, den können wir doch irgendwo einbauen. Also da werden wir die nächsten YouTube-Videos, wenn wir viel Spaß haben hier in der Anlage, euch auch viel Spaß beim Zuschauen und wenn es Fragen gibt, dann einfach damit ab in die Kommentare. Bis dann, ciao.
Achso, jetzt noch fahren, oder? Dann machen wir dir mal Platz, der kleinen Bahn.